Für alle, die einen höheren Anspruch an die Soundqualität in ihrer HiFi-Anlage haben, jetzt gibt es das Sound-Upgrade für den BMW i4. Leasing rückrüstfähig, easy einzubauen, Plug and Play. Leute, vor mir liegt das komplette Set für den BMW i4, für alle Sachen, die wir austauschen und ergänzen. Und da geht es jetzt schon mal los. Es handelt sich um den BMW i4 mit HiFi-Soundanlage vom Typ 676. So heißt also die Basis, auf die wir hier alles aufbauen. Das heißt, der originale Verstärker im Kofferraum bleibt auch da, wo er ist. Nur wir docken uns mit einem perfekt angepassten Kabelkit auf diese Anlage an. Das heißt, wir stecken den Stecker von der Endstufe vom BMW ab, stecken uns quasi einfach komplett dazwischen und ergänzen jetzt die Anlage mit der Up8 DSP von Audiotech Fischer, wo ich bereits für euch auch das komplette Sound-Setup für den i4 mit dieser neuen Konstellation abgespeichert habe. So wird es auch ausgeliefert. Ihr braucht an der Endstufe selber überhaupt gar nichts programmieren, außer ihr habt da riesen Bock drauf, aber in der Regel macht ihr das erst gar nicht. Die Endstufe ist eine DSP-Endstufe, wie schon hier kurz erwähnt. Die Endstufe ermöglicht uns auf allen 8 Kanälen, also wir haben 8 Kanäle, 6 mal 60 Watt plus 2 mal 160 Watt für diese Subwoofer, da komme ich gleich noch dazu. Und wir können jedem einzelnen Kanal mit der Endstufe sagen, was das beste Signal für den Lautsprecher ist, der da dran hängt. Und wir können jetzt quasi Chip-Tuning mit jedem einzelnen Lautsprecher machen und natürlich noch mehr Leistung in die Lautsprecherkanäle reinpacken, um zum Schluss natürlich eine wesentlich bessere Dynamik zu haben und eine bessere Auflösung und natürlich mehr Bass. Kommen wir zu den Lautsprechern und da muss man echt sagen, die originalen BMW HiFi-Lautsprecher, die jetzt in diesem Fahrzeug bereits installiert sind, die wir gleich austauschen, ihr werdet es bei der Installation sehen, sind extrem einfach gehalten. Die schauen schon, man sieht denen an, dass sie kaum Leistung aushalten. Und wenn wir jetzt diese Endstufe ergänzen, empfehle ich euch unbedingt, diese Lautsprecher eigentlich im gleichen Atemzug ebenfalls zu wechseln, damit ihr keine Leistungsprobleme habt. Und dazu kommen wir jetzt mal zum neuen Hochtöner, der dann vorne ebenfalls in den Türen mit installiert wird. Das ist eine 25 mm Kalotte, die sehr, sehr seidig und luftig und dynamisch klingt und überhaupt gar nicht nervig bei höheren Lautstärken dann im Ohr klingelt. Das gleiche für das Frontsystem ist dann der Mitteltöner. Das ist der 10 cm Mitteltöner, hat auch einen dickeren Antrieb wie der Originale mit drinne. Und kann somit hier auch höhere Leistungen fahren und klingt auch ein ganzes Stück musikalischer in den Stimmen. Und beim i4 ist es jetzt so, dass quasi der Subwoofer, der bei den Vorgängermodellen unterm Sitz war, den finden wir jetzt in abgewandelter Form in der Türe und da haben wir jetzt für euch eine neue Version, die man dann ebenfalls austauschen kann. Das heißt, wir haben hier ebenfalls eine Plug-and-Play-Vorrichtung wie der originale Lautsprecher, nur dass das jetzt unser neuer RF6 Tieftöner ist, unser Subwoofer. Wir haben da eine ganze Serie davon, aber wir haben diesen Lautsprecher hier integriert. Und wie ihr seht, ihr vermisst eventuell einen Magneten, aber der ist natürlich da. Das ist ein Neodym-Magnet, der ist sehr teuer, aber hat eine extreme magnetische Wirkung und kann somit jetzt kleiner ausfallen und ist auch im Gesamten natürlich dann auch viel leichter wie ein normaler Ferrit-Lautsprecher, der hier so einen schweren Magnet drauf hat. Das Ganze ist in einem leichten Kunststoff stabilen Gehäuse untergebracht und kann jetzt wirklich für alle Problemfälle hergenommen werden und ist ein extrem geiler Lautsprecher im Bassbereich. Beim i4 speziell, wir haben ja hier ein 100% Stromfahrzeug und da redet man immer ganz schnell von Gewichtszuwachs und so weiter, damit man die Kilometer Reichweite natürlich so maximal wie möglich hat. Da macht sich natürlich auch, ja, ob das sich jetzt unterm Strich mit 2, 3, 8 Kilometer bemerkbar macht, weil jetzt der Magnet nicht drauf ist, mag ich mich dazu nicht äußern, aber wir haben halt einfach eine leichte Version für dieses Fahrzeug in extrem geiler Qualität. Und weil wir auch ein bisschen Türdämmung machen müssen,
machen wir auch speziell bei diesem Fahrzeug, weil es auch irgendwie bei dem nicht anders geht, eine Dämmmatte für 2 Türen. Also das machen wir natürlich jetzt alles, wenn wir das Ganze zusammen einbauen und dann werdet ihr das sehen, aber auch da werden wir keine umfangreiche Riesentürdämmung machen, um eben auch nicht das Gewicht unnötig in die Höhe zu knallen. Und insofern habe ich euch dieses Komplettset zusammengestrickt mit Werkzeug, damit ihr die Türverkleidung kratzerfrei von der Türe lösen könnt. Wir haben hier Torx-Schraubendreher mit dabei und wir haben natürlich auch Bitumenband mit da im Set mit drin, dass ich euch zeige, wie man das nachher am besten anwendet. Und wir haben auch die Stromkabel für die Endstufe komplett im Set mit drin, mit diesen 2 Dämmmatten für Frontlautsprecher und für Hecklautsprecher. Da waren wir noch gar nicht. Die Hecklautsprecher sind die BM100X. Das sind quasi, das ist die gleiche Serie, nur dass das jetzt der mit separatem Hochtöner ist, weil in den hinteren Türen ist nur ein Breitbandlautsprecher werksmäßig von BMW installiert. Und wir haben hier auch einen Hochtöner mit integriert. Das heißt, auch die Brillanz im Hochtonbereich nimmt natürlich zu und die Belastbarkeit des Lautsprechers ist hier wieder gewährleistet, weil hier haben wir einen ordentlichen Neodym-Magneten drauf, der ebenfalls die Leistung gut ab kann. Und wie man diesen Lautsprecher pro Fahrzeug zusammenbaut, zeige ich euch natürlich auch in diesem Video. Den Center Speaker, der sich jetzt bereits auf der Mitte des Armaturenbretts vom Fahrzeug befindet, den lassen wir tatsächlich so, wie er ist, weil die Leistung, was der abbekommt, die ist entsprechend reingeregelt über die Endstufe. Der wird ja genauso mit bedient über unsere Endstufe, dass der Lautsprecher, obwohl es eigentlich ein relativ banaler Lautsprecher ist, völlig ausreicht und wir uns das Geld für ein Upgrade an der Stelle wirklich sparen können. Und wir konzentrieren uns auf die Hauptlautsprecher. Aber wie gesagt, über die Endstufe ist der Center Speaker optimal eingestellt, da brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Wir haben für euch 2 Sets. Das ist einmal die Endstufe alleine mit dem passenden Endstufen-File, also die Programmierung für die Endstufe, samt Kabelbaum und Stromanschlusskit als ein einziges Paket, so dass ihr das so zusammen bestellen könnt. Das andere Paket wäre dann quasi schon All-in-One samt Werkzeug, was ich euch als vorgestellt habe, mit Dämmung, Hecklautsprecher, Frontlautsprecher und Tief- oder Subwoofer in den Türen. Und ihr könnt natürlich auch alles einzeln kaufen, wenn ihr das für euch zusammenstellen möchtet. Ihr könnt natürlich auch das Frontsystem Mittel-Hochton einzeln einbauen. Das gibt für euch schon, wenn ihr das alles andere nicht haben möchtet, ein bisschen mehr Brillanz und mehr Luftigkeit im Hoch-Mitteltonbereich. Ihr könnt natürlich auch den Tieftöner, also den Subwoofer, austauschen. Dann kriegt ihr schon eine geilere Harmonie im Bassbereich und das macht alles zusammen viel Spaß. Oder auch nur das Hecklautsprechersystem zu wechseln, wer das möchte. Ansonsten gibt es einfach Sinn, alles auf einmal zu machen, dann habt ihr diesen brutalen Wow-Effekt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen, wie ich alles einbaue. Unsere 8-Kanal-Endstufe wird ihren Platz in der linken Seite finden, und zwar unter der Wanne, die da drin ist, und rechts an der Seite werden wir den Strom abnehmen müssen. Somit müssen wir jetzt ein paar Verkleidungsteile rausnehmen und lösen, dass wir da an die Positionen optimal rankommen. Und dazu fangen wir an, den Kofferraumboden einmal komplett rauszunehmen, und dann können wir mit einem herzhaften Ruck diese Verkleidung hier an der Seite wegnehmen und nach oben rausziehen und dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Clips dann auch diese Kunststoffeinlage ebenfalls komplett rausnehmen. Die Lifterverkleidung hier, dieser große schwarze Kunststoffteil, der wird weggeklippt, hier rauswärts. Auf der Beifahrerseite genauso. Die komplette mit Teppich bezogene Seitenverkleidung müssen wir jetzt ebenfalls rausmachen. Dazu machen wir hier hinten nochmal so einen Clip auf. Hier ist ein Clip und wir müssen die 2 Haltebügel hier entfernen, indem wir den Kunststoff hier draußen mit einem kleinen Schraubenzieher wegklippen und drunter die 40er Torx Schraube lösen. Jetzt können wir die Seitenverkleidung tatsächlich nach vorne rausziehen, müssen hier unter dem Gummi das Ganze ein bisschen lösen. Es geht ganz einfach. Und jetzt können wir das komplett ringsrum
lösen und rausziehen. So. Die Kofferraumbeleuchtung, die können wir hier abstecken und das ganze Teil rausnehmen. Das gleiche machen wir auf der Beifahrerseite ebenfalls. An der Beifahrerseite, an der Seitenverkleidung, haben wir hier drunter noch einen kleinen Deckel mit einer 20er Torx-Schraube und die müssen wir ebenfalls öffnen. Hinten lösen wir alle Steckverbindungen. Bei den Steckern befindet sich auch noch hier dieses grüne Kunststoffteil, das an der Seitenverkleidung befestigt ist. Das müssen wir ebenfalls lösen mit diesem grünen Clip, den man einmal nach innen drückt und dann kann man das Ganze hier ausriegeln und jetzt können wir die Seitenverkleidung auch rausnehmen. In den Kunststoffablagen sehen wir 2 10er Kunststoffmuttern, die wir ebenfalls lösen. Dann können wir die 2 Ablagen entsprechend auch rausnehmen. Auf der Fahrerseite hier hinten im Kofferraum sehen wir jetzt das RAM-Modul. Und genau hier ist unser Sound dran, den wir praktisch uns abgreifen müssen und aufmöbeln müssen. Und hier müssen wir jetzt diesen kleinen Entriegler drücken und den Hebel in die Richtung ziehen. Und damit löst sich auch der Stecker, den wir jetzt mit unserem Kabelbaum adaptieren. Unseren Kabelbaum können wir jetzt auf den Stecker wieder drauf machen und verriegeln. Und der Gegenstecker, den stecken wir wieder genau da an, wo wir gerade eben den Originalstecker weggemacht haben und verriegeln das ebenfalls neu. Und jetzt haben wir schon unseren kompletten Kabelbaum vorbereitet, den wir an unserer Up-8N-Stufe nur noch entsprechend anstecken müssen. Die Stecker könnt ihr gar nicht verkehrt rum einstecken. Die sind alle so kodiert, dass ihr das alles nur richtig anstecken müsst. Den Anschlussstecker, den lasst ihr einfach an der Seite mit dran. Können wir später vielleicht mit einem Kabel, mit einem Isolierband noch mit anbinden, damit das hier alles seinen Platz findet. Und jetzt brauchen wir noch, bevor wir unsere Endstufe hier unten drin platzieren, hier vor die Endstufe ist ja diese Kunststoffwanne, die wir gerade rausgebaut haben. Dahinter ist aber genügend Platz, um die Endstufe genau hier mit dem Klettband zu fixieren und dort unterzubringen. Den Kabelbaum, den müssen wir jetzt nur noch schauen, dass wir den ordentlich hier verstauen können und hinter der Verkleidung eben unsichtbar verstecken können. Wir brauchen aber noch eine Stromversorgung für unsere Endstufe und da haben wir einmal hier Plus und Minus und die 2 Pole, die können wir jetzt noch im Fahrzeug ebenfalls mit unserem V6 Kupfer Kabelkit entsprechend vorbereiten, dass wir diesen Anschluss im Fahrzeug alles hinten im Kofferraum machen können, ohne dass wir irgendwelche anderen Sachen noch wegmachen müssen. Wir sind einfach nur im Kofferraum für die Installation der Endstufe. Zur Stromversorgung gehört natürlich die Masse einerseits und die finden wir direkt neben der Endstufe an diesem Massepunkt, wo wir uns aufschrauben können. Wir machen das Kabel an der Stelle ca. 80 cm lang und zwar das schwarze. Und zum anderen brauchen wir natürlich unser Pluskabel und das befindet sich hier auf der Beifahrerseite, also müssen wir ein entsprechend langes Kabel so ablängen, das rote Kabel, dass es von der Endstufe bis hier rüber an den anderen Kabeln hier mit fixiert, bis hier reinlangt an den Sicherungsblock. Wie man das anschließt, zeige ich euch gleich. Dieses rote Kabel lenken wir auf ca. 2,20 Meter ab und ich zeige euch jetzt natürlich auch, wie man die Sicherung in dieses Pluskabel mit reinmacht, damit das alles seine Ordnung hat. Beim roten Kabel auf der Seite, wo die Ringöse bereits aufgequetscht ist, können wir nach ca. 30 cm das Kabel durchschneiden und genau hier unsere Sicherung anbringen. Und da schaut ihr mir jetzt einfach zu, wie ich das mache. Die Ader-Endhülsen, die ich gerade hier auf die Adern drauf gemacht habe und in dem Terminal quasi zusammengequetscht habe, dass das alles schön beieinander bleibt, habe ich deswegen so gemacht, weil ihr vermutlich so eine Quetschzange nicht daheim habt. Dann kann man sich eben so behelfen. Wer so eine Quetschzange hat, quetscht die Ader-Endhülsen einfach direkt auf die Adern drauf und schiebt dann das Kabel rein und dreht es zu. So, und wir machen jetzt weiter. Hier oben dran machen wir eine 30 Ampere Kfz-Sicherung rein.
dazu gibt es natürlich auch das entsprechende Werkzeug. Und hier machen wir die Schrauben auf und können dann die Sicherung entsprechend einlegen. Dementsprechend machen wir jetzt auch das Ende am Anschlussterminal der Endstufe blank und machen eine ADR-Endhülse drauf und können das dann auch dementsprechend gleich einschrauben. Wer möchte, kann sich jetzt noch so ein Textilklebeband dazu erwerben und das Powerkabel entsprechend so ein bisschen spiralförmig einwickeln und darauf natürlich achten, dass die Kabelführung jetzt Sinn gibt, vom Verstärker weg, einmal zum Massepol und das andere Kabel geht natürlich auf die andere Seite rüber. Deswegen hier dementsprechend die spiralförmige Einwicklung. Unseren frischen Powerkabelbaum können wir jetzt anstecken und soweit positionieren von der Endstufe her, dass wir jetzt die Masse am Masseanschluss anschrauben können. Und jetzt können wir unser Pluskabel bis in das Seitenteil der Beifahrerseite verlegen und dort uns gleich um den Anschluss am Sicherungskasten kümmern. Das kleine Steuergerät hier, das klippen wir aus und legen das auf die Seite und können jetzt mit dem Entriegelungswerkzeug hier oben drin so Widerhaken lösen und das ganze Innenleben nach außen ziehen. So schaut das aus. Und hier haben wir den ganzen Sicherungskasten in der Hand und können hier hinten an der 13er Schraube noch unser Stromkabel mit dranhängen. Wie ihr seht, ihr könnt die originale Ringöse da drauf lassen, wo sie ist und gar nicht erst wegnehmen, sondern einfach nur unser Pluskabel mit dazulegen. Und jetzt können wir den ganzen Sicherungskasten wieder hier reinstecken. Der ist jetzt schon wieder verriegelt. Wir haben hier unseren Sicherungshalter, den wir jetzt integriert haben. Und wir können jetzt auch das Steuergerät wieder dran machen und rein theoretisch alles wieder zusammenbauen. Das Glättband können wir jetzt oben und unten noch aufreiben ans Blech. Und die Endstufe entsprechend positionieren. An der Endstufe achtet ihr bitte nochmal sicherheitshalber drauf, dass der Auto-Remote-Schalter auf On steht, dann schaltet die Endstufe selbstständig an, wenn der Sound angeht. Und falls man jemals an die Endstufe wieder dran müsste, um sie zu programmieren, ihr braucht in der Regel nichts machen dran, aber wenn man Zugriff drauf nehmen möchte, dann legt ihr doch vorsichtshalber bitte gleich das USB-Kabel, das liegt bei der Endstufe mit dabei, so mit rein, dass man das von außen andocken kann. Das USB-Kabel wird an der Endstufe direkt hier angesteckt. Jetzt können wir die Endstufe auch wieder hinmachen. Und das Kabel, das lassen wir an der Verkleidung so rauskommen oder so liegen, dass man es jederzeit rausnehmen kann und somit Zugriff auf die Endstufe hat. Die vorderen Lautsprecher befinden sich einmal hier der Tieftöner, der Subwoofer, Mitteltöner und Hochtöner. Somit müssen wir jetzt die Verkleidung lösen. Und dazu gibt es hier unten drin ist ein Kunststoffteil hier in diesem Eck. Das könnt ihr mit so einem kleinen Schraubenzieher lösen und raushebeln. Genauso hinter dem Griff, darunter verbirgt sich genauso eine Schraube. Und jetzt müssen wir praktisch 1, 2
3 Schrauben lösen, das sind 20er Torx. Und damit haben wir die Türe an für sich mal komplett gelöst, um sie dann mit der breiten Schaufel von dem Remover-Tool unten links beim Lautsprecher im Eck anfangen, weghebeln. Hier bitte wirklich einmal kräftiger rangehen und der Rest lässt sich nachher mit der Hand nach oben wegklippen und dann die ganze Türverkleidung oben an der oberen Kante zu einem herziehen und dann haben wir die Türverkleidung soweit in der Hand. Beim Wegklippen der Türverkleidung werdet ihr merken, dass hier unterhalb des Türpins das alles so festhält und ihr könnt da dran rumreißen, wie ihr wollt, ihr werdet es nicht wegkriegen, weil ihr müsst es an dieser Stelle, wenn alles andere weggeklippt ist, nach rechts rausschieben oder eben nach hinten rausschieben, weil hier ist eine feste Verbindung drinne, die nach vorne sich gar nicht löst, sondern die wird einfach zur Seite rausgeschoben. Also bitte hier nicht unsinnig Gewalt anwenden. Nun können wir alle Lautsprecher rausschrauben. Hier oben ist die Hochtöneröffnung, die ist nicht zum Schrauben, die kann man einfach nur abstecken und den Lautsprecher an sich, das ist jetzt unser Hochtöner, der lässt sich rausklippen. Also hier, das sind nur so Clips an der Seite und haben den schon mal in der Hand und die zwei, den Tiefmitteltöner, also den Tieftöner und den Mitteltöner, die schrauben wir ebenfalls raus. Der Unterschied zwischen dem originalen Hochtöner und unserem neuen Option-Nachrüst-Hochtöner, der ist jetzt mal offensichtlich. Ihr seht diesen dicken Magnet am Option-Hochtöner und diesen, naja, der ist wirklich dürftig klein. Und natürlich ist es extrem wichtig, die Membranfläche, das ist zwar eine Gewebemembranfläche, aber so ultra klein, die kann nur lustlos klingen. Und wir haben hier die 25 mm Gewebekalotte, die spielt richtig schön luftig. Das gleiche beim Mitteltöner, hier mal der direkte Vergleich. Leute, das ist der Antrieb, also der Magnet von dem originalen Lautsprecher und das ist unser Antrieb. Da erkennt man dann doch ganz deutlich, dass hier andere Leistungsklassen gefordert sind. Will ich euch den Subwoofer nicht vorenthalten. Das ist der originale Subwoofer, der hat zwar einen relativ hohen Hub, ist ein kleiner Neodymmagnet, der macht insgesamt viel Hub, aber er kann halt mit mehr Leistung nicht großartig mehr umgehen. Deswegen haben wir natürlich unseren Lautsprecher drin, der zwar jetzt optisch magnettechnisch unterliegen würde, aber nur optisch. Das ist ein richtig geiler, moderner Neodymmagnet, in die Breite gezogen, hat eine wahnsinnige magnetische Kraft und das ist unser neuer Lautsprecher und der kann auch die Leistung ab. In unserem Mittel-Hochton-Lautsprecherset für den BMW vorne haben wir im Lieferumfang verschiedene Einbaurähmen und verschiedene Möglichkeiten, den Lautsprecher zusammenzubauen, weil es unterschiedliche BMWs gibt, wo andere Anforderungen haben. Wir für unseren i4 schnappen uns jetzt diesen Kunststoffrahmen und können auch das entsprechende Dichtband hier hinten auf dem Lautsprecher mit draufkleben, weil wir müssen irgendwann diesen Zustand erreichen von diesem Lautsprecher. Und den bauen wir quasi nur nach, indem wir jetzt das Dichtband hier hinten auf den Lautsprecher kleben. Und kann danach in diesen Rahmen mit eingesetzt werden und wird von hinten entsprechend verschraubt. Jetzt kommt der hohe Schaumstoffring um den Lautsprecher aufgeklebt und dann sind wir doch schon ganz weit da, wo wir mit unserem Original-Lautsprecher sind. Und von unten können wir das Ganze mit dem Dichtungsgummi, der ebenfalls da dabei liegt, wieder so zusammen machen, dass wir den ganzen Lautsprecher jetzt anschrauben können. Im Lieferumfang liegt auch dieses Kabelstück mit dabei, das ist ein Y-Stück, wo aber die Frequenzweiche für den Mitteltöner mit dabei ist. Das heißt, ihr steckt einmal den Mitteltöner an, es ist egal, welche Steckbuchse ihr nehmt. Und jetzt können wir auch die zwei Stecker hier einfach wieder mit verbinden. Jetzt haben wir alles wieder auf Originalzustand und haben auch jetzt den Sound für unseren Hochtöner richtig vorbereitet und können den
Tief-Mitteltöner, den Mitteltöner, ich komme ganz durcheinander, jetzt wieder so montieren. Das Bitumenband können wir jetzt verwenden, um diese Komponenten hier an das Kunststoff mit dran zu machen, ohne dass es jemals irgendein Geräusch des Klapperns mit sich bringt. Also hier bitte darauf achten, das sollte halt so fest dran sein und hier klappert nichts, es ist alles fest. Den neuen Hochtöner klippen wir genauso rein in die Fassung, wie der alte drin war und können jetzt, das habe ich ein bisschen zusammen gemacht hier, damit das schön ausschaut, wir können jetzt den Kunststoff, also den Schaumstoff hier wieder in den Hochtonbereich wieder mit oben reinmachen und können auch die Frequenzweiche von uns hier in diesen Block mit reinmachen. So, und jetzt können wir auch unser Hochtonhalteteil wieder so hinmachen. Da ist jetzt unser neuer Hochtöner drin und können das mit dem Kabel dementsprechend verbinden und ebenfalls vielleicht an dieser Stelle gleich mal schauen, dass wir hier nochmal ein bisschen Bitumenband dran machen, um es einfach wirklich ruhig zu kriegen. Jetzt kommen wir nämlich zum Subwoofer und der schwingt natürlich und arbeitet in der Türe, nennen wir es mal so. Und wenn was arbeitet und schwingt, dann setzt es den Rest natürlich auch unter diese Schwingungen und die probieren wir so gut wie möglich zu reduzieren, dass der Bass einfach noch präziser im Innenraum ankommt, weil quasi ein bisschen Masse aufgetragen wird, die sich natürlich, je höher die Masse ist, umso weniger Schwingung zustande kommen. Und dazu schaut ihr mir jetzt einfach zu, wie ich insgesamt und auch auf der Türverkleidung eine halbe Matte anbringen. Das reicht also in dem Fall aus. Wir haben hier auch gar nicht mehr Möglichkeit, viel mehr zu dämmen, ohne jetzt alles sinnlos zuzukleistern. Das wollen wir alle nicht. Deswegen machen wir das einfach ganz sinnvoll hier ein bisschen in dem Bereich. Wir haben hier eine gerade Fläche und wir haben vor allem hier nach unten eine Fläche. Da können wir so einen Streifen reinmachen und gegebenenfalls nach oben auch nochmal was. Das sind die sinnvollsten Stellen, wo am meisten Bewegung drin ist. Und das mache ich jetzt mal. Leute, auch hier diese Teile, das kann Störgeräusche geben. Und es gibt jetzt nichts Einfacheres, als das hier mit dem beiliegenden Bitumen
einfach so ein bisschen eine so kleine Fuge drumherum machen und wieder in diese Öffnung reinschieben. Das geht jetzt ein bisschen schwerer, so, aber danach ist hier total ruhig. Das könnt ihr an all diesen Clips machen, wo ihr hier seht. Ebenfalls hier an dem Abdeckgitter von dem Mitteltöner ist dieser Kunststoffsteg und dieses Gitterchen. Und die sind frei voneinander und könnten, wenn man nicht eben so eine Bitumenschicht mit reinmacht, auch gegeneinander klappern. Macht sowas hier rein. Ihr könnt es hier hinten reinstopfen. Ihr seht es schon. Das ist eigentlich alles so beweglich. Aber jetzt kann zumindest das Kunststoff auf dem Kunststoff nicht mehr klappern. Und damit ihr den Rahmen auch noch fest habt, habe ich hier auch noch ein bisschen Bitumen mit reingemacht. Wir haben jetzt die halbe Dämmmatte sinnvoll über beides hier verteilt, über die Türe und Türverkleidung. Und haben auch die Dämmschaummatte hier drin lassen, die Originale. Die ist völlig in Ordnung und ausreichend. Und ein kleiner Hinweis, hier unten drin ist ein Loch am Lautsprecherrand unten dran. Das ist ein Wasserablaufloch. Da läuft auch tatsächlich ein bisschen Wasser durch. Das heißt, ihr dürft es auf gar keinen Fall zukleben. Ansonsten braucht ihr nicht viel darauf achten, eben das Material extrem gut auf die Flächen aufkneten, damit keine Hohlräume da sind. So, und jetzt können wir den Subwoofer installieren. Im Lieferumfang der rechten und linken Subwoofer liefern wir euch auch gleich dieses Dichtband mit. Das können wir jetzt hier einmal komplett anbringen, wo der Lautsprecher auf oder im Fahrzeug angeschraubt wird, damit es hier auch eine schöne Klebefläche gibt. Das kann auch sein, dass wir in Zukunft einen Dichtring mit dazulegen, der gleich direkt passt. Aktuell liegt auf jeden Fall noch das Dichtband mit dabei. Der Subwoofer kann jetzt angesteckt werden und entsprechend wieder so montiert, wie er ursprünglich montiert war. Zu guter Letzt können wir jetzt den dicken Dichtring nehmen und um den Lautsprecher drumherum anbringen, weil der bringt jetzt praktisch die Dichtheit zwischen der eigentlichen Türverkleidung, die jetzt hier drauf kommt, und sich eben entsprechend anpasst, dass der Schall einfach nur direkt durch das Gitter nach vorne in den Fahrzeugraum gehen kann. Die Türverkleidung können wir jetzt wieder genauso montieren, wie wir sie wegmontiert haben. Übrigens könnt ihr auch das Bitumenband ein bisschen zweckentfremden und ein ganz kleines bisschen über die Torx-Spitze machen. Das könnt ihr auch mit jeder anderen Schraube, wenn ihr sowas mal habt und so eine Schraube da irgendwo hinten reinmachen müsst. Die bleibt halt einfach da, wo sie ist. Und dann könnt ihr die Schraube oder den Schraubendreher einfach wieder abziehen. Also das ist einfach ein cooler Hack, oder? So, wie gehört der nochmal? Genau. Der gehört jetzt wieder hier rein. Und das war's. Bei den hinteren Lautsprechern ist es ja so, dass wir nur einen einzigen Lautsprecher wechseln müssen, weil der den Hochtöner bereits hier mit integriert hat. Jetzt ist es exakt das gleiche wie bei der Fronttüre. Deswegen zeige ich euch jetzt nur die ganz kleinen Unterschiede, weil einmal ist es jetzt nicht hier an der Seite zum Wegklippen, sondern hier drin. Also man sieht es ganz genauso, dass ihr das da innen drin wegmacht, dieses kleine Kunststoffteil. Und hier innen drin ist auch noch auch so eine kleine Kappe, die man unbedingt von der rechten Seite her aus lösen muss, um den Deckel wegzumachen. Also so rum rauskippen. Und hier unten drin ist keine dritte Schraube mehr. Also es ist sogar noch einfacher wie bei der vorderen Türe. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, bei den hinteren Türen, wir brauchen hinten keine Dämmung zu machen. Wir haben ja nur in den vorderen Türen die Subwoofer drin. Und das bisschen Bewegung, was der Mitteltöner hier macht, der braucht überhaupt gar keine weitere Dämmung. Und auch bei der hinteren Türe ist eine Dämmung anzubringen völlig schwierig, weil es gäbe gar keinen richtigen Sinn. Also streicht diese zweite Dämmmatte. Es liegt in dem ganzen Set eine Dämmmatte mit drin für die vorderen Türen. So Leute, kurz zusammengefasst, die Demontage der Türverkleidung. Also ich persönlich habe selten so eine gut verbaute Türverkleidung gehabt, die sich auch so leicht entfernen lässt.
und auch die Türclips fix so dran sind am Auto, also keine so Dinger, wo man kaputt machen kann. Also das hat wirklich tipptopp funktioniert. Ihr könnt euch da echt drauf freuen, das zu machen. Das Einzige ist, die Türverkleidung einmalig irgendwo zu entriegeln. Man braucht ein bisschen Kraft dazu, aber der Rest geht dann wirklich relativ einfach. Und jetzt würde ich sagen, ach so, ja kurz, wie lange braucht ihr für sowas zum Installieren? Die Frontlautsprecher, komplett Tieftöner und dieser abgespeckten, oder was heißt, dieser Türdämmung, so wie sie jetzt drin ist, würde ich sagen, pro Türe zwischen 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie ihr so drauf seid, euch an die Sachen ranwagt, es vielleicht schon mal gemacht habt. Das heißt also für beide Türen hier zwischen 2 und maximal mag ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich denke, so in 2 bis 4 Stunden ist damit alles passiert. Der Einbau der Endstufe, ganz grob würde ich sagen auch 2 bis 3, vielleicht auch 4 Stunden, wenn ihr euch Zeit lasst. Das heißt für euch, zwischen einem halben Tag und einem Tag, wenn ihr euch mal Zeit nehmt, habt ihr eine mega geile Anlage drin, die wir uns jetzt anhören. Und ich bin ganz weg. Also unsere neue Soundanlage für den E4, die ist auch bei leisen Lautstärken. Das macht einen Eindruck gleich, das ist Wahnsinn. Und wir können ja jetzt mal auch mal ein bisschen aufdrehen, weil wir haben jetzt Leistung zur Verfügung. Und Vollgas! Alter, das schiebt! Also das ist echt eine Freude. Was haben wir denn da noch hier? Hören wir mal sowas an. Alter Schwede! Also wir haben hier jetzt wirklich einen fetten Bassteppich. Ich habe jetzt auch noch ein paar Lieder vorher noch gehört, die nicht GEMA-frei sind, die wir hier nicht in diesem Video verwenden. Aber sowas wie Hotel California, wo dieser Bass bis in den Keller runter spielt, das spielt die Anlage jetzt wirklich vorzüglich. Das heißt, ihr könnt euch natürlich auch bei Black Music oder egal was, House Music, wo so tiefe Bässe drauf sind, echt tierisch drauf freuen. Das ganze Ding ist hier mega impulsiv und auch bei Stimmen haben wir hier einfach mehr Spielfreude. Es ist alles irgendwie luftig, angenehm und unglaublich räumlich. Und ja, und halt einfach auch die Leistung. Man merkt die Dynamik zwischen leisen Lautstärken und hohen Sequenzen. Da ist richtig Power drin und genau das wollen wir hier haben. Und das Ganze ist sogar eben sehr einbaufreudig und rückrüstfähig. Wir haben ja nichts kaputt gemacht. Wir haben alle Stecker so lassen, wie sie sind. Die Schrauben verwendet, wie sie original sind. Das heißt, wenn ihr das mal wieder ausbauen möchtet, baut ihr eure alten Sachen genau so wieder ein, wie sie vorher waren. Selbst die Türdämmung könnt ihr wieder wegmachen, wenn ihr das möchtet. Aber ehrlich gesagt, wer macht denn das schon? Selbst bei einer Leasing-Rückläufer, die Dämmung bleibt wahrscheinlich drin und kein Mensch merkt das. So, jetzt hören wir uns noch mal kurz was an. Zu dem Thema Center Speaker vielleicht nochmal. Also wir haben den wirklich so integriert, dass ich als Fahrer meine Stimme schön sauber als Körper auf der Mitte des Armaturenbretts habe. Und für den Beifahrer ist es auch so, dass das sich schön vor jemandem abbildet und nicht irgendwie jetzt ganz mies auf der rechten Seite. Aber der Center Speaker ist jetzt genau da, wo er hingehört und fügt sich nicht ganz fies in das Musikgeschehen ein, sondern ist völlig defensiv, weil den Rest übernehmen ja schließlich unsere neuen Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob ihr das daheim merkt, wie viel Bassdruck da ist. Die Türverkleidung und die Türen auch von BMW, von diesem Fahrzeug, sind extrem stabil gebaut. Deswegen kommt hier tatsächlich echt richtig Bass an und das macht so Laune. Leute, und das war's jetzt mit dem i4.
Mal schauen, vielleicht fällt uns noch mal irgendwas in Zukunft für dieses Fahrzeug ein, aber ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich euch eine Voraussetzung geschaffen, die wirklich mega Spaß macht. So, und dieses Video war jetzt für euch und das nächste wird wieder für euch sein, wenn wir ein anderes Fahrzeug einbauen. Deswegen abonniert doch gern unseren Kanal, klickt die Glocke, schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, danke fürs Zuschauen, euer Olli.